Was? Du willst nach Indien fliegen? Aber da pass mal auf, dass du nicht zu viel vergewaltigt wirst, gell? Nach Indien? Oh, um Gottes Willen, das ist mir viel zu gefährlich. So gut wie jedes Mädel, das nach Indien reisen will, darf sich Sätze wie diese anhören. Doch was ist überhaupt dran an diesem Vorurteil? Ist es in Indien wirklich so gefährlich? Erfahrt es im heutigen Video. Wey, Namaste! Herzlich willkommen bei Indien für Anfänger. Ich bin die Latoya und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Tja, die lieben Vorurteile, nicht wahr? Zu behaupten, in Indien könnte man sich als Frau so gar nicht sicher fühlen, ist ungefähr so allgemeingültig wie die Behauptung, dass alle Deutschen Bier lieben. Ich mag nämlich kein Bier. Und mir ist jedenfalls in Indien noch nie etwas passiert. Aber gut, ich könnte ja auch einfach Glück gehabt haben. Wie sieht es also aus? Was ist wirklich dran an diesem Vorurteil? Schauen wir doch mal auf die Zahlen. Also, laut offizieller Statistik gibt es in Indien ungefähr 32.000 Vergewaltigungen im Jahr. Das entspricht einer Vergewaltigungsrate von 4,9 auf 100.000 Einwohner. 4,9 auf 100.000 Einwohner. Was, so wenig? In Deutschland ist die viel höher. Krass, das ist ja voll cool. Also sollten eigentlich indische Frauen eher Angst haben, nach Deutschland zu kommen? Naja, wie bei jeder Statistik gibt es auch hier eine Dunkelziffer. Und es ist davon auszugehen, dass diese, genau wie in anderen patriarchalisch geprägten Ländern, sehr, sehr hoch ist. Das Nationale Kriminalstatistikbüro Indiens, kurz NCRB, schätzt, dass über 71% aller Vergewaltigungen gar nicht zur Anzeige gebracht werden. Andere Organisationen schätzen diese Zahl sogar auf 99%. Leider kommt es vor allem im ländlichen Bereich sehr oft zu Vergewaltigungen von Frauen und Kindern. Und nach wie vor empfinden leider viele, meist ungebildete Menschen, Vergewaltigungen als Strafen für schlampiges Verhalten als vollkommen gerechtfertigte Maßnahme. Sehr viele Menschen sind der Meinung, dass eine Frau an ihrer Vergewaltigung selbst schuld ist. Viel zu oft müssen vergewaltigte Mädchen ihren Peiniger heiraten, erst recht, wenn sie von ihm schwanger werden. Auch erzwungener Sex in der Ehe ist in Indien kein Verbrechen. Es gibt Berichte von Frauen, die ihren Vergewaltiger auf der Polizeiwache anzeigen wollten und dort entweder weggejagt, ausgelacht oder sogar gleich nochmal vergewaltigt worden sind. Die Zahl ist in Indien unter anderem auch deshalb so niedrig, weil sehr viele Familien die Mädchen dazu zwingen, von einer Anzeige abzusehen oder die Mädchen es sich gar nicht erst trauen, weil eben Sex außerhalb der Ehe nach wie vor als große Schande gilt und sie sich einfach schämen. Hä? Wolltest du nicht das Vorurteil entkräften? Also hab ich ja doch recht. Die Inder sind all Vergewaltiger. Nein, das stimmt nicht. Diese Zahl, so hoch sie auch in Wirklichkeit sein mag, bedeutet trotzdem, dass nur ein sehr geringer Anteil der Inder wirklich zum Vergewaltiger wird. Ich meine, das Land hat 1,3 Milliarden Menschen. Und in Deutschland kommt ja auch keiner auf die Idee, jeden Mann als Vergewaltiger abzustempeln, oder? Zum anderen kommen Übergriffe auf Touristinnen deutlich seltener vor. Es sind Einzelfälle. Denn wie überall auf der Welt kommt in Indien der Täter zu 90% aus dem Familien- oder Bekanntenkreis des Opfers. Außerdem kommt noch hinzu, dass die Medien uns ein sehr einseitiges Bild von Indien vermitteln. Oder habt ihr schon mal was von schockierenden Vergewaltigungen in Südafrika, Lesotho oder Botswana gehört? Komisch, weil dort ist die Vergewaltigungsrate offiziell am allerhöchsten auf der Welt. Natürlich besteht die Gefahr einer Vergewaltigung für alleinreisende Touristinnen immer. Und zwar überall auf der Welt. Und wer gewisse Verhaltenstipps, Kleidernormen und Umgangsformen beachtet, dazu auf sein Bauchgefühl hört, sich nicht unnötig in Risiken begibt und nicht einfach fremden Leuten vertraut, der verringert die Gefahr eines Übergriffs erheblich. Und das soll jetzt kein Victim-Blaming sein. An einer Vergewaltigung ist immer der Täter schuld, nicht das Opfer. Wer also auf Nummer sicher gehen will, sollte also mit einer Reisegruppe reisen oder mit indischen Freunden, denen man vertrauen kann. Und sich lange Kleidung mitnehmen. Das ist wegen der vielen Stechmücken in Indien sowieso ratsam. Wer also auf den gängigen Touristenpfaden wandelt und sich seriöse Hotels und Gaststätten aussucht, der braucht sich um seine Sicherheit im Prinzip nicht mehr Gedanken zu machen als in Deutschland. Also nein, ihr müsst nicht von einer Indienreise absehen, denn die Gefahr als Touristin vergewaltigt zu werden ist gering.
Dazu kommt, dass viele Inder sich sogar aktiv dafür einsetzen, dass ihr sicher unterwegs seid. Freunde von mir und auch ich selbst haben es schon oft erlebt, dass wir von unseren indischen Freunden und Bekannten quasi bemuttert wurden, weil man uns bloß nicht aus dem Auge lassen wollte, es könnte uns ja was passieren. Und weil sie glauben, wir sind mit Indien überfordert. Aber auch fremde Inder haben durch ihr couragiertes und aufmerksames Verhalten deutlich gemacht, dass ihnen unsere Sicherheit am Herzen liegt und dass sie ihr Land auch in einem positiven Licht repräsentieren möchten. Als wir zum Beispiel an einem einsamen Bahnhof irgendwo in Maharashtra gestrandet sind, mitten in der Nacht, haben sowohl der Schaffner als auch der Bahnhofswärter dafür gesorgt, dass wir einen abschließbaren Warteraum bekommen, um auf den nächsten Zug warten zu können. Wo würde man das in Deutschland erleben? Ich hoffe, ich konnte heute etwas dazu beitragen, dieses Vorurteil etwas zu entkräften. Wenn ihr in Indien unterwegs seid als Frau, solltet ihr um eure Sicherheit bedacht sein. Das solltet ihr aber nicht nur in Indien, sondern überall auf der Welt. Indien hat definitiv ein Vergewaltigungsproblem, aber wir Touristinnen sind davon in den allerwenigsten Fällen betroffen. Teilt dieses Video doch mit euren Freunden und Verwandten, wenn ihr der Meinung seid, dass sie ein wenig Aufklärung vertragen könnten über dieses Thema. Schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr das Ganze seht. Was habt ihr so erlebt in Indien? Und vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch weiterhin ganz viele tolle Infos über Indien bekommt. Nächste Woche sehen wir uns dann wieder mit einem Video über Indiens bekanntestes Kleidungsstück, den Sari. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dhanyavad.